Hallo Bosco. Hallo Rebecca. Wir sind immer noch in der Reihe der Terme und heute erkläre ich dir, wie man zwei Klammern miteinander multipliziert. Zwei Klammern. Ja. Okay. Ich blende mal alle Aufgaben ein, die ich heute mit dir besprechen möchte. Ja. Ich erkläre dir nämlich nicht nur, wie man zwei Klammern miteinander multipliziert, sondern auch alle Gemeinheiten und Sonderfälle, die in dem Zusammenhang auftreten können. Gemeinheiten und Sonderfälle. Ja. Das macht dir wieder Spaß, gell? Ja, ich will nicht, dass dir die Sonderfälle dann erst begegnen, wenn du im Mathebuch irgendwas rechnest, sondern ich will, dass du auf alles vorbereitet bist. Na gut. So, wir starten. Ja. Eine solche Aufgabe löst du, indem du jeden Summand der einen Klammer mit jedem Summand der anderen Klammer multiplizierst. Ja. Die beiden Summanden vorne müssen also mit den beiden Summanden hinten multipliziert werden. Du musst also 4 Rechnungen ausführen. Dann fange ich an mit der 4x mal 3x. Ganz genau. Sind 12x hoch 2. Richtig? Und dann rechne ich die 4x mal plus 2. Ja? Sind plus 8x. Gut. Und jetzt mache ich mit der minus 2 weiter. Richtig. Minus 2 mal 3x sind minus 6x. Und die minus 2 mal plus 2 sind minus 4. Sehr schön. Jetzt hast du erfolgreich die Klammern aufgelöst und Gut. kannst noch schauen, ob du das vereinfachen kannst. Ja, ich kann die 8x minus 6x rechnen. Das sind dann 2x. Prima. Also Aufgabe kommt raus fertig. 12x hoch 2 plus 2x minus 4. Gut. Na, so schwer ist das ja gar nicht. Nächste Aufgabe. Wir Ja. üben noch mal genau das Gleiche, bevor ich mit dem ersten Sonderfall daherkomme. Aha. Gut, dann rechne ich 5 mal minus 3b sind minus 15b und 5 mal minus 6 sind minus 30. Und minus b mal minus 3b sind plus 3b hoch 2. Und minus b mal minus 6 sind plus 6b. Ja. Und die Familie b kann ich zusammenfassen. Die minus 15b plus 6b sind dann minus 9b. Richtig. Und jetzt noch eine Info. Das Endergebnis sortierst du dann bitte so, dass erst der Summand mit den meisten Buchstaben bzw. Variablen da steht. Also die Familie b hoch 2 kommt zuerst, Ja. dann die Familie b und am Ende dann erst die namenlosen. Also 3b hoch 2 minus 9b minus 30. Genau. Und ja, das wäre schön, wenn du die Endergebnisse immer so sortieren könntest. Wäre schön. Ja. So, jetzt kommt die Okay. erste Gemeinheit daher. Ja. Es kann nämlich passieren, dass vor der vordersten Klammer noch ein Minus steht. Okay. Dann hast du wieder den Fall Minus mal Klammer. Das musst du nacheinander lösen. Ich empfehle dir, das Minus erstmal abzuschreiben, eine große Klammer zu setzen Große und Klammer. in die Klammer hinein das Ergebnis reinzuschreiben, das du erhältst, wenn du die beiden Klammern miteinander multiplizierst. Also ich schreibe ein Minus hin und Klammer auf. Und jetzt rechne ich 8 mal x sind 8x und 8 mal minus 3 sind minus 24. Dann geht es weiter mit x mal x sind dann plus x hoch 2 und x mal minus 3 sind minus 3x, Klammer zu. Ja, bevor du die Minusklammer löst, schaust du jetzt, ob du in der Klammer was vereinfachen kannst. Die Familie x, also 8x minus 3x sind 5x. Prima. Und jetzt kannst du die Minusklammer auflösen, wie schon erklärt in dem anderen Video. Nämlich jeder Summand in der Klammer bekommt jetzt ein zusätzliches Ja, Minus. stimmt. Das Minus zur 5x sind dann minus 5x. Ja, die 5x war ja vorher positiv. Ja. Das Plus steht zwar nicht da, aber Ja. unsichtbar ist es vorhanden. Und aus dem Plus zusammen mit dem Minus von vorne dran wird ein Minus. Dann habe ich ein Minus vorne und minus 24, das ergibt ein Plus. Also plus 24. Und dann wieder Minus und Plus ergibt Minus x hoch 2. Schön. Sortiert. Ja, Minus x hoch 2 minus 5x plus 24. prima. Gut gemacht, Bosco. Erste Gemeinheit erledigt. Ja, dann kommt hier schon die nächste. Ja. Da steht nur eine Klammer. An der Klammer siehst du hinten dran steht ein Hoch 2. Ja. Erinner dich mal, wenn du sowas gesehen hast wie hoch 2, zum Beispiel b hoch 2, was bedeutet das denn? B mal b.
Richtig. Also wenn da hoch 2 steht, dann wird das, was da unten dran steht, mit sich selbst multipliziert. In diesem Fall wird also die Klammer mit sich selbst multipliziert. Also schreibe ich die Klammer einfach nochmal hin. Ja, dann würde das hoch 2 dann aber weggelassen Ja. werden. Ne? Also die Klammer zweimal hinschreiben mit mal in der Mitte. Dann ist einfacher zu rechnen. Ja, dann sieht die Aufgabe ja so aus, wie ich dir jetzt schon gezeigt habe. Einfach jedes von vorne mit jedem von hinten multiplizieren. Na los geht's. 4x mal 4x ergibt 16x hoch 2. 4x mal minus 2 sind minus 8x. Minus 2 mal 4x ist minus 8x. Und minus 2 mal minus 2 ist plus 4. Ja, Die x kann ich zusammenfassen. Minus 8x ergibt minus 16x. schön. Und sortiert ist es schon. Prima. Du hast jetzt gerade deine erste binomische Formel gelöst. Binomische was? Oder binomische Klammer aufgelöst. Aha. Ja, so heißt das, wenn an der Klammer ein hoch 2 dran steht. Na super. Aber dazu machen wir noch mal ein ausführliches Extra-Video. Ausführlich und extra. Ja, die sind nämlich wichtig, diese binomischen Klammern. Kannst dir vorstellen, wie ich mich darauf freue? Ja, also ich freue mich. Das war Ironie. Oh, Naja, komm, mach weiter. nächste Aufgabe. Ja. Ja, hier ist auch eine Gemeinheit drin, aber die verrate ich dir noch nicht. Ich lasse dich erst mal rechnen. Na, ich würde einfach ganz normal multiplizieren von vorne nach hinten. Na, Also dann mach doch mal. die 4x mal 5x ergibt 20x hoch 2 und die 4x mal minus 6 ergibt minus 24x. Und 3x mal 5x sind plus 15x hoch 2 und 3x mal minus 6 sind minus 18x. Ich fasse Zusammengefasst? zusammen. Die 20x hoch 2 plus 15x hoch 2 sind 35x hoch 2 und minus 24x minus 18x sind minus 42x. Bosco, dein Ergebnis ist richtig. Danke. Aber du hast dir viel zu viel Arbeit gemacht. Oh. Um es mit anderen Worten zu sagen, du hast ungeschickt gerechnet. Zu viel Arbeit und ungeschickt. Ja, und eigentlich willst du doch faul sein, oder? Ja, Ja. ist gar nicht so mein Ding. Also, dann schau dir doch, bevor du rechnest, die erste Klammer erstmal ordentlich an. Oh, da sind 2x. Das heißt, du kannst die ausrechnen. Du kannst das gleich vereinfachen. Ich kann da ein 7x draus machen. Ja, und dann Na, ist die super. erste Klammer nämlich gar nicht mehr nötig. Du kannst Toll. einfach schreiben 7x mal die hintere Klammer und das dann direkt ausrechnen. Also 7x mal 5x sind 35x hoch 2 und 7x mal minus 6 sind minus 42x. Siehst du mal, wie schnell das jetzt ging? Da qualmt mir aber schon der Kopf. Oh, ich seh's. Dir kommt ja der Rauch aus den Ohren. Ja, ich bin gespannt, was da jetzt noch auf mich zukommt. Ja, aber trotzdem schau dir die Aufgaben doch erst an Ja. am Anfang, bevor du immer nur nach Schema F vorgehst und dann viel zu viel Zeit brauchst. Ui. Da ist jetzt einfach die Gemeinheit, dass in der vorderen Klammer nicht nur 2 Summanden stehen, sondern 3. Du musst also insgesamt jetzt 6 Rechnungen ausführen, weil du ja jeden Summanden von der vorderen Klammer mit jedem Summanden von der hinteren Klammer multiplizieren musst. Und ich empfehle dir da wirklich eine feste Reihenfolge einzuhalten, damit du nichts vergisst. Also nimm doch bitte den ersten Summanden aus der ersten Klammer und multipliziere den mit allen Summanden der zweiten Klammer. Das klingt und nach erst wenn du Arbeit. fertig bist, nimmst du dann den zweiten Summanden der Ja. ersten Klammer und so weiter. Okay. Dann 1b mal minus a ist minus ab. Gut, nach Alphabet sortiert. Prima. 1b mal plus 8 ist plus 8b. Dann nehme ich den nächsten Summanden. Also die 10. 10 mal minus a ist minus 10a. 10 mal 8 ist plus 80. Dann nehme ich die 3a. 3a mal minus a ist minus 3a hoch 2. Und 3a mal 8 ist plus 24a. Schön. So, welche Familien habe ich denn da? Ich habe die Familie Da sind so viele verschiedene. Tatsächlich A kann gibt ich es nur zusammenfassen. von der Familie A
mehrere Summanden. Also minus 10a plus 24a sind plus 14a. Genau. Und den bleibt. Rest kannst du nicht zusammenfassen. Und weil die Nachnamen so unterschiedlich sind, würde ich in dem Fall auch nichts sortieren. Danke. Ja, Bosco, hier kommt schon die nächste Gemeinheit. Ui, da steht noch einmal 2 dahinter. Ja, du hast also eine Mehrfachmalklammer Mehrfach Malklammer. oder eine doppelte Malklammer. Doppelte Malklammer. Was soll ich da jetzt machen? Du hast 2 Möglichkeiten, diese 2. Aufgabe zu lösen. Entweder du multiplizierst erst die beiden Klammern miteinander, schreibst das Ergebnis aber wiederum in eine Klammer rein, dann hinten dran mal 2 abschreiben und im nächsten Schritt multiplizierst du dann alles mit der 2. Okay. Oder du holst die mal 2 erst in eine Klammer rein, in eine der beiden, entweder in die erste oder in die zweite, Aber nur in eine. nur in eine und danach multiplizierst du die beiden Klammern miteinander. Und da soll dasselbe rauskommen. Da kommt garantiert genau das Gleiche raus. Garantiert. Ich kann das kaum glauben. Vielleicht solltest du beides mal ausprobieren. Ich krieg schon Hitzewallung. Oh, Bosco. Mir kommt schon Dampf aus dem Oh, Hirn. oh. Ich sehe es. Oh, du machst mir aber Sorgen. Ich brauche mal eine Abkühlung. Das sieht nicht gesund aus. Nein. Oh, ich habe da einen Kühlakku dabei. Ja. Warte mal. Ich leg dir den mal auf den Kopf. Ah, Bosco, ja, ein bisschen abkühlen ist gut. Danke. Mathe ist halt nicht gesund. Ja. Na doch. Du hast dich vielleicht ein bisschen überanstrengt heute, Das glaube ich Bosco. auch. Geht's wieder? Du hast mich überanstrengt. Nein, die Aufgabe war. Ja. gut. Schaffst du sie noch? Ja, ich hoff's. Ja, okay. Aber lass das mal in der Nähe. Ich lasse es in der Nähe, falls du noch mal überhitzt. Stell mir mal meine Haare wieder auf. Ui, Ja, danke. So, jetzt bin ich wieder da. so richtig hübsch kriege ich dich nicht mehr. Na, ich war noch Du nie müsst richtig dich hübsch. nachher mal kämmen. So. Hast du dich überhaupt schon mal gekämmt? Quatsch, Geier kennen sich doch nicht. So, können wir jetzt mal Mathe machen? Ja, los. Also, ich probiere es jetzt einfach mal aus. So. Ich schreibe eine große Klammer und das mal 2 lasse ich hinten stehen. Gut. Also rechne ich 3 mal minus 4x ist minus 12x und 3 mal 2 ist plus 6. Dann nehme ich die 3x. 3x mal minus 4x ist minus 12x hoch 2 und 3x mal 2 ist plus 6x. Ja. So, und jetzt nehme ich die 2 von hinten und nehme die... Du kannst erst mal schauen, ob du in der Klammer was vereinfachen kannst. Ah, die Familie x ist da. Minus 12x und plus 6x sind minus 6x. Ja. Gut, dann habe ich nur noch 3 Zahlen da drin stehen. Ha, 3 Terme. 3 Summanden oder Teilterme, ja. Gut, und jetzt nehme ich die 2 und multipliziere sie. Ja, so wie du schon gelernt hast, wie man eine Malklammer Na gut, auflöst. also 2 mal minus 6x ist minus 12x. 2 mal plus 6 ist plus 12. Und 2 mal minus 12x hoch 2 ist minus 24x hoch 2. Ja. Und Und weil es so sortierst du viel das mal Spaß noch? macht, sortiere ich das noch Ja. zum minus 24x hoch 2 minus 12x plus 12. Gut. Das war Variante 1. Gut gemacht, Bosco. Und du hast mir ja nicht so richtig geglaubt, dass da das Gleiche rauskommt, wenn man es Ja. anders macht. Deswegen probier das doch auch noch mal aus Ja. zum Vergleichen. Die mal 2 holst du jetzt mal nur in die hintere Klammer rein. Nur in die hintere. Also 2 mal minus 4x ist minus 8x und 2 mal plus 2 ist plus 4. Gut. Jetzt ist die 2 in der hinteren Klammer. Ja, und jetzt multiplizierst du halt beide Klammern miteinander. Ja. 3 mal minus 8x ist minus 24x. 3 mal 4 ist plus 12. Dann die 3x mal minus 8x ist minus 24x hoch 2. Und 3x mal 4 ist plus 12x. Und zusammengefasst und sortiert ist es minus 24x hoch 2 minus 12x plus 12. Na, merkst du was? Ja, sagenhaft. Da kommt echt das Gleiche raus. Ja. Und es ist egal, welche Variante ich nehme. Das ist dann Geschmackssache, ja. Na, was hat weniger Arbeit gemacht? Die zweite Variante, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Glaub Die ging auch, ein bisschen ja. schneller, ja. Na gut. So, noch eine letzte Aufgabe. Schafft das dein Kopf noch?
Warte mal, ich höre mal rein. Ja. Gut, ich will ja nicht, dass du hier explodierst oder so irgendwas. Ich brauche dich noch. Oh, bist ja lieb. So, jetzt hast du also hier 3 Klammern, die alle miteinander multipliziert werden wollen. Je. Da gehst du so vor, dass du erst die vorderen beiden Klammern miteinander multiplizierst Ja. und das Ergebnis in eine Klammer reinschreibst. In eine große Klammer. Genau, die setzt du selber. Ja. Und wenn das erledigt ist, fasst du das noch zusammen, was in der vorderen Klammer steht, Ja. und multiplizierst die dann noch mit der dritten Klammer. Na dann los. Mich motiviert es, dass es die letzte Aufgabe ist. Ich weiß, Bosco, deswegen sage ich dir das auch immer vorher. Ja, danke. Also, 4x mal 3x ist 12x hoch 2. 4x mal 2 ist plus 8x. Dann nehme ich die minus 2 mal 3x ist minus 6x. Und minus 2 mal plus 2 ist minus 4. Sehr schön. So, dann kann ich die Familie x zusammenfügen, und zwar plus 8x minus 6x sind plus 2x. Sehr gut, ja. Das macht es wirklich einfacher, Ja, eine innerhalb der Rechnung weniger. Klammer immer erstmal zusammenzufassen, bevor man dann weiterrechnet. Gut gemacht, Gut. Bosco. Und jetzt rechne ich wieder von vorne nach hinten. Also ich fange mit der 12x hoch 2 an. Mal minus 2x ist minus 24x hoch 3. Und 12x hoch 2 mal 1 ist plus 12x hoch 2. Dann nehme ich die 2x mal minus 2x ist minus 4x hoch 2. Und 2x mal 1 ist plus 2x. Minus 4 mal minus 2x ist plus 8x. Und minus 4 mal 1 ist minus 4. Geschafft. Gut. Dann habe ich noch die Familie x hoch 2, die kann ich zusammenfassen. Plus 12x hoch 2 minus 4x hoch 2 ist plus 8x hoch 2. Und die plus 2x plus 8x ergibt plus 10x. Sehr schön. Also bevor das mit der Hitze wieder anfängt, gehe ich jetzt ein Eis essen. Oh ja, Eis essen kühlt deinen Kopf gut ab. Ich komme gleich mit. Na, okay. Ich kann Aber- auch bezahlen, Bosco. Ja, dann darfst du mitkommen. Alles klar. Gut. Tschüss. Tschüss.